Und auf dieses Video habe ich mich richtig gefreut und ich freue mich natürlich ebenfalls, dass ich die Gelegenheit hatte, mal diese beiden Kameras nebeneinander zu stellen und gleichzeitig auch zu testen. Die Sony A7 IV gegen die brandneue Canon R6 Mark II. Was habe ich nicht alles gemacht mit den Kameras? Ich war im künstlichen Dschungel unterwegs. Bei Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad Celsius habe hier mal den Hitzetest vollzogen. Gleichzeitig dann wiederum bei Winterwetter bei minus 5 Grad draußen Fotos gemacht und gleichzeitig natürlich auch mal einen Vlogging-Test von den intern verbauten Mikrofonen. Was testen wir noch? Die Bildqualität, die Fotoqualität, die Bedienung, das Handling. Wie sind die Menüs? Wie ist die Steuerung? Welche Kamera ist besser? Ist die brandneue Canon R6 vielleicht besser als die Sony A7 IV? Oder hat die Sony A7 IV dann doch die Nase vorn gegen die Canon R6 Mark II? Alles das testen wir in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Die Canon R6 Mark II ist eine spiegellose Systemkamera mit Vollformatsensor und 24,2 Megapixel. Als Fotoformat bietet sie dir HEIFF, JPEG und RAW-Format in 8-Bit Farbtiefe, 10-Bit Farbtiefe und extern gehen auch 14-Bit. Der Autofokus ist wie immer ein Phasenvergleichsautofokus und bietet dir folgende Fokusmöglichkeiten, zum Beispiel Augenerkennung, Fahrzeugerkennung, Gesichtserkennung, Tieraugenerkennung und gleichzeitig natürlich auch noch Vogelaugenerkennung. Der Objektivanschluss ist Canon RF typisch und gleichzeitig gibt es hier die Videoformate in Move, H264 und H265. Bei der Videoauflösung geht es los bei HD mit 24p und endet bei 4K mit 60p. In folgenden Datenraten ist es möglich, das Video aufzunehmen. Das geht von 120 bis 340 Mbits und die Aufnahmedauer, das ist das Schöne, ist jetzt unbegrenzt. Als Besonderheit hat die Canon noch die externe Ausgabe von RAW-Video über HDMI bis zu 6K. Das Gewicht der Kamera beträgt aktuell 670 Gramm mit Akku und Speicherkarte. Bei der Sony A7 IV bekommen wir eine spiegellose Systemkamera mit 33 Megapixel und einem Vollformatsensor. Die Fotoformate sind hier gleich, JPEG, HEIFF und RAW. Bei der Farbtiefe gibt es ebenfalls keine Unterschiede. Sie filmt oder fotografiert mit 8 und 10-Bit und 14-Bit extern. Der Autofokus ist genau wie bei der Canon ein Phasenvergleichsautofokus und beim Objektivanschluss haben wir den Sony E-Mount. Videoformate unterscheiden sich auch nicht. Hier wird in H264 und H265 in folgenden Auflösungen von 1080p bis 4K gefilmt mit folgenden Datenraten. Die sind möglich zwischen 45 und 600 Mbits. Das Gewicht der Kamera beträgt mit Akku und Speicherkarte 661 Gramm. Für euch natürlich die Aufgabe, schreibt mir bitte hier in meine Kommentare rein, welche Kamera ihr persönlich favorisiert. Ist es die Canon R6 Mark II oder lieber die Sony A7 IV? Und gleichzeitig natürlich auch warum. Vielleicht habt ihr schon so eine Kamera, vielleicht wollt ihr euch so eine Kamera kaufen, vielleicht habt ihr andere Gründe als ich, hier diese Kameras zu nutzen, würde mich echt interessieren, also lasst uns diskutieren und gebt diesem Video bitte ein Like, wenn es euch gefällt, denn das ist mein Lohn für 5 Tage harte Arbeit, 5 Tage im Frost frieren, gleichzeitig natürlich auch im Dschungel schwitzen, also ich würde mich freuen, danke im Voraus. Vorab sei natürlich gesagt, dass mir keiner dieser Hersteller die Kameras hier zur Verfügung gestellt hat. Die habe ich mir allein besorgt. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ich nehme euch jetzt mal mit auf die Gedankenreise. Ich habe eine Sony A7S III. Die würde auch noch für die nächsten 10 Jahre für YouTube völlig ausreichen. Die wiederum ist aber Langzeit gemietet, was bedeutet, die muss so in 1-2 Monaten wieder weg. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die Kamera zu verlängern oder mir eine neue zu besorgen. Und ich habe mich dazu entschieden, mir eine neue zu besorgen, weil die Kameras mittlerweile wirklich von der Schärfe her noch besser geworden sind. Diese samplen zum Beispiel von 6K auf 4K runter oder von 7K auf 4K runter. Das macht die Sony A7S III nicht. Die bleibt bei 4K, hat aber natürlich andere Qualitäten denen gegenüber, aber da wollen wir heute gar nicht drauf eingehen. Wir gucken mal, für was ich mich entscheide. Kriterium war gewesen, sie müssen einigermaßen preislich um die 3.000 € liegen. Sie müssen alle Ansprüche erfüllen, die ich hier sozusagen habe. Teilweise Fotos, teilweise Videos, aber auch sehr viel Studioaufnahmen und gutes Lowlight. Und es gibt natürlich noch andere Marken von Kameras, da ist sozusagen die Auswahl riesengroß, aber ich persönlich mag
Canon oder Sony, und deswegen stehen hier diese beiden Kandidaten bei mir auf dem Tisch. Um euch das Video relativ einfach zu machen und die Kameras auch relativ gerecht zu behandeln, wirklich gleiche Objektive und natürlich auch Bildeinstellungen bei den Kameras zu machen. Bei der Sony ist es hier ein Sigma 2470 Objektiv 2,8 und bei der Canon ist es das originale Canon Objektiv 2470 ebenfalls 2,8. Ich habe alle Aufnahmen im Standardprofil bei der Sony sowohl als auch bei der Canon aufgenommen, um wirklich so ein bisschen die Bildqualität gerecht zu halten. Größter Unterschied zwischen der Canon und der Sony: die Canon macht dir 4K 60p ohne Crop und die Sony A7 IV macht dir 4K 60p mit Crop, was bedeutet, sie schneidet etwas in das Bild herein. Bei den Anschlüssen, da sind sich beide ziemlich ähnlich. Kopfhörer, Mikrofoneingang über Mini-Klinke sowie USB-C-Anschluss. Unterschiede gibt es zum ersten bei dem HDMI-Anschluss. Hier verbaut Canon einen Mini-HDMI-Anschluss und Sony den großen Full-Size HDMI-A-Anschluss. Canon hat zusätzlich noch die E3-Schnittstelle für Fernauslöser verbaut. Sony regelt das Ganze über Micro-USB. Beide besitzen den Multifunktions-Zubehörschuh, mit dem man kabellos externe Geräte wie Mikrofone oder Adapter anschließen kann. Sony verbaut bei den Anschlüssen Klappen, die wesentlich robuster sind als der Gummischutz bei der Canon. Beide sind aber dicht und erfüllen durchaus ihren Zweck. Des Weiteren lassen sich auch beide Kameras über den USB-C-Port problemlos betreiben und auch laden, sowie am PC als Webcam ohne Zusatzsoftware nutzen. Bei den Speicherkartenslots setzt Canon auf 2 UHS 2 SD-Kartenfächer und Sony hat zusätzlich bei den 2 Fächern noch einen CF Express Kartenkombo-Slot, der schnellere Geschwindigkeiten speichern kann. Die Unterschiede in der Bildverarbeitung, die sind hier, dass die Canon R6 Mark II die Bilder mittels 6K Downsampling auf 4K produziert und bei der Sony sind es 7K auf 4K. Auch beim Handling gibt es natürlich relativ große Unterschiede zwischen den beiden Kameras. Mal beim Griff angefangen. Bei der Sony ist es so, dass du, wenn du die Kamera greifst, hier natürlich mit großen Händen immer den kleinen Finger als Spielfinger nutzen kannst. Der hat nichts zu tun, der kann hier unten nicht mehr greifen, weil der Griff nicht allzu hoch ist. Bietet dir natürlich aber auch noch folgende Vorteile, denn du kannst, wenn du die mit diesen Fingern greifst, mit dem Zeigefinger hier noch einige Einstellungen tätigen. Wer sich daran gewöhnt, warum nicht? Bei der Canon R6 Mark II ist das Ganze dann schon besser gelöst, denn die kannst du wirklich mit allen Fingern greifen, kannst natürlich auch mit dem Daumen hier oben noch ein bisschen was bedienen, bringt aber nicht allzu viel, weil der relativ kurz ist. Aber vom Designfaktor ist dann die Sony ein bisschen kompakter, da sie natürlich ein bisschen kleiner ist und auch wirkt, und durch die Kantigkeit des Bodys wirkt sie einfach ein bisschen moderner, nach meiner Meinung. Bei der Canon ist es wirklich dann das aufgeräumte Plastikgehäuse, was jeder kennt, aber als ganz besonders schön würde ich das hier jetzt nicht empfinden, aber von der Griffigkeit ist persönlich mir die Canon lieber als die Sony, weil die kann ich besser umgreifen. Lässt sich natürlich bei der Sony durch ein Rig oder durch einen verbesserten Griff lösen. Geht alles, aber wenn wir jetzt mal so die Standardausführung hier nehmen, ist die Canon griffiger als die Sony. Ein gutes Feature, mit dem man beide Kameras effektiv und schnell betreiben kann, ist natürlich auch hier bei beiden Kameras verbaut. Und zwar die Rede ist von dem Umschalter von Foto auf den Videomodus, in dem du sozusagen blitzschnell von Fotos auf Videos wechseln kannst. Und das ist natürlich optimal. Da hast du natürlich viele Möglichkeiten, hier auch deine Menüs komplett da einzustellen. Sony hat den Schalter natürlich ebenfalls im Gehäuse und der ist aber wiederum relativ umständlich verbaut. Hier im Gehäuse unter dem Auswahlrad ist dann sozusagen noch ein zusätzlicher Schalter, mit dem du vom Fotomodus auf dem Videomodus wechseln kannst, und gleichzeitig ist hier noch eine dritte Funktion vorhanden, und zwar ist das der S- und Q-Modus, mit dem du Zeitrafferaufnahmen machen kannst. Aber von der Bedienbarkeit ist es bei Sony ein bisschen umständlicher, als hier einfach links-rechts bei Canon umzuschalten. Des Weiteren gibt es bei Canon natürlich bei Umschaltung gleich auch die Menüs dazu. Das heißt praktisch, du musst nicht mehr allzu viel machen. Du hast bei Video dein Videomenü und du hast bei Foto dein Fotomenü. Bei Sony ist es so, dass du dir das Menü erstmal nochmal in den Einstellungen zurecht basteln musst. Also was willst du für Foto haben? Was willst du für Video haben? Das musst du erstmal einstellen und dann steht es dann natürlich auch zur Verfügung.
Eine Sache muss ich euch noch sagen, und zwar habe ich festgestellt, dass hier bei Canon natürlich beim Auswahlrädchen sehr viele Funktionen einstellbar sind. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein, weil man sich hier öfter mal verklicken kann beim Rädchen in der Eile des Gefechtes. Bei Sony habe ich festgestellt, dass gegenüber den älteren Modellen hier beim Rädchen deutlich abgespeckt wurde. Es wird mehr im Menü regelbar sein und hier kannst du wirklich eigentlich nur noch zwischen manuell, Auto und deinen eingespeicherten Funktionen wechseln. Bei den Bedienfunktionen an der Oberseite des Buddies lassen sich für mich die Einstellungen bei Canon ein bisschen besser mit der Hand bedienen, da sie echt weiter auseinander liegen. Beide besitzen natürlich eine Videoaufnahmetaste, die rot markiert ist. Im hinteren Bereich des Buddies befindet sich neben weiteren Funktionen das klapp- und neigbare Display, welches bei Canon größer wirkt, aber in der Anzeige nur minimal größer ist. Beide beinhalten ein Touch-Display, welches sich bei Canon deutlich besser bedienen lässt. Mega super finde ich, dass man hier bei Canon wirklich die Videoeinstellungen wie Shutter, Blende oder ISO über den Touch schnell und einfach einstellen kann. Bei Sony musst du hier die Drehrädchen und Menüs verwenden, was deutlich langsamer geht und mich teilweise wirklich nervt. Und es muss doch möglich sein, im Jahr 2023 hier einen vollwertigen Touch-Display mit einzubauen. Ich verstehe es nicht. Canon und Nikon machen es vor und Sony ist dann immer noch sozusagen ganz hinten an dieser Stelle, was das Touch-Display betrifft. Mein Urteil bei diesen beiden Displays ist deutlich, das Canon-Display ist für mich besser wegen der Größe und der Touchfähigkeit. Und ich freue mich ganz doll und muss das auch noch hervorheben. Beide besitzen jetzt einen Sensorschutz und diese Funktion, die setzt sich beim Ausschalten vor den Sensor und schützt diesen bei schnelleren, mehrfachen Objektivwechsel. Bei Sony ist das noch nicht in den Werkseinstellungen enthalten. Hier musst du ins Menü gehen und diese Funktion erst aktivieren. Ich habe es am Anfang schon gesagt, dass der Fotobereich für mich nicht so wichtig ist, aber er wird natürlich hier ebenfalls noch erwähnt. Größter Unterschied, die Canon, die macht 40 Einzelbilder pro Sekunde und hier steht die Sony wirklich weit hinten, denn sie bietet dir maximal 10 Einzelbilder pro Sekunde. Was bei aufwendigen Shootings echt schon mal einen großen Unterschied bedeutet, aber Canon, die bietet dir das Pre-Recording, in dem es möglich ist, deine Bilder vor der Auslösung schon zu speichern. Gleiches geht natürlich auch bei der Videofunktion und auch bei der Sony, aber dazu später. Der Sensor ist bei beiden Kameras gut stabilisiert, aber weiterhin, da gibt es natürlich auch bei den Farben große Unterschiede. Die Canon hüllt meiner Meinung nach alles in einen wohligen, warmen Ton, währenddessen bei Sony in der Standardeinstellung die Bilder von den Farben her erstmal kühler wirken, aber das ist natürlich Ansichtssache und in der Nachbearbeitung immer zu verändern. Vom Autofokus sind beide unschlagbar. Hier gibt es natürlich die wenigsten Unterschiede. Das Rauschverhalten ist meiner Meinung nach so ab ISO 12800 bei der Canon besser als bei der Sony, wobei hier natürlich auch das Objektiv noch eine wesentliche Rolle spielen kann. Die R6 Mark II, die bietet dir ISO-In-Variant bei RAW-Aufnahmen. Hier ist es egal, welche ISO du einstellst. Im Nachhinein bei der Bearbeitung kannst du diese anpassen und erhältst dann wirklich den exakt gleichen Look als Bild, wie als wenn du es vorher bei der Kamera eingestellt hättest. Ein paar Dinge muss ich fürs Fotografieren noch loswerden, als ich unterwegs war mit diesen beiden Kameras. Da ist mir wirklich aufgefallen, dass sich beim Fotografieren die Canon etwas besser in der Hand halten lässt. Kann natürlich sein, dass die jetzt mit dem Gewicht relativ gut ist durch das schwere Objektiv von Canon 24-70 und diese Kompaktheit hier von Sony dem Handling beim Fotografieren so ein kleiner Nachteil ist. Das ist so meine Erfahrung. Das ist natürlich für jeden dann wieder anders anwendbar. Aber wenn du so losziehst und fotografierst, lässt sich die Canon mit dem deutlich schwereren Objektiv und dem etwas größeren Body besser halten und etwas ruhiger halten als die Sony, die für mich für diese Verhältnisse relativ unkompakt ist und klein und vom Body her nicht so griffig wie die Canon R6 Mark II. Kommen wir jetzt mal zu meinem Hauptaugenmerk und zwar ist das Thema Video. In unseren Breitengraden kannst du natürlich im Winter nicht viel Farben von den Landschaften erwarten. Es gibt ein freundliches Braun und es gibt ein freundliches Grau. Vielleicht ist auch noch mal ein bisschen Grün oder wenn es schneit, dann auch Weiß dabei. Aber um hier wirklich mal die Farben und die Wiedergabe zu testen, war ich für euch im künstlichen Dschungel unterwegs und hier kann man echt noch ein paar Farben erleben und gleichzeitig konnte ich natürlich auch mal die Hitzeentwicklung bei den Kameras testen.
besten bei 27 bis 30 Grad Celsius. Und dieser künstliche Dschungel, der hat mir echt gut gefallen als Filmkulisse. Hier fallen natürlich bei den Aufnahmen die unterschiedlichen Farben im Standardprofil beider Kameras auf. Bei Canon, die hat irgendwie mehr so den Spielfilm-Look und Sony hüllt sich meiner Meinung nach bei den Aufnahmen eher in kühle, nüchterne Farben. Aber dann gegenüber der Canon ist die Sony natürlich im Dynamikumfang deutlich höher. Das ist alles Ansichtssache und es gibt natürlich noch die verschiedenen Bildprofile, die du bei beiden Kameras einstellen kannst. Und wenn dir das nicht ausreicht, dann nimmst du natürlich noch die Log-Profile und kannst im Nachhinein sehr viel nochmal aus beiden Kameras rausholen. Das Thema Bildstabilisierung ist hier im Vergleich dann doch schon der ziemlich große Unterschied. Die Canon, die wirkt in der höchsten Stabilisierungsstufe dann wirklich deutlich ruhiger und linearer als die Sony A7 IV. Und hier bekommt die Canon von mir wirklich ganz viele große Pluspunkte, denn der Unterschied bei den Filmaufnahmen ist mehr als deutlich spürbar. Ganz wichtiger Fakt ist beim Vloggen. Hier kann die Canon deutlich mehr leisten, was die Stabilität betrifft. Auch beim Rolling Shutter hat Canon gegenüber Sony die Nase deutlich vorn. Besser gemacht und das kann natürlich auch für einige wirklich ein wichtiges Kaufargument sein, denn bei Sport, Foto- und Videoaufnahmen oder anderen Bereichen ist diese Funktion wirklich entscheidend. Wenn wir schon beim Thema Vlogging sind, hören wir uns natürlich auch mal die intern verbauten Mikrofone an. Und bevor es gleich wieder richtig kalt wird am Kopf und ich meine hässliche Mütze wieder aufsetzen muss, möchte ich euch natürlich noch hier den Mikrofontest absolvieren. Und zwar, wie klingen die Mikrofone der Canon EOS R6 Mark II ohne externes Mikrofon, also einfach nur die verbauten Mikrofone in der Kamera. Und ich höre es mir nachher mal im Studio an, bin natürlich gespannt, ob man die Kamera auch zum Vloggen ohne externes Mikrofon nutzen kann. Ich bin gespannt und hole mir jetzt die Sony und mache das gleiche in grün. Es ist gar nicht mal so einfach, bei dieser Kälte zu sprechen. So bei minus 5 Grad friert dir dann langsam so alles ein. Natürlich auch nochmal der Sony Mikrofontest. Was taugen die intern verbauten Mikrofone hier in der Sony A7 IV? Und ich bin gespannt, welche besser klingt. Die Canon R6 Mark II bzw. die Sony oder ob es vielleicht gar keine Unterschiede gibt. Wir werden es sehen. Ich mache mit den Kameras viele Studioaufnahmen und hier erwarte ich wirklich eine sehr gute Qualität, was Bildrauschen und Lowlight-Verhalten angeht. Beim Extremtest im künstlichen Dschungel bin ich der Meinung, dass hier die Sony die etwas bessere Bildauflösung hat, aber Canon ist hier trotzdem nicht weit entfernt. Wie gesagt, es war an diesem Ort stockdunkel und nur einige Gerätschaften sowie das Aquarium waren echt beleuchtet und ich wollte einfach mal schauen, wie die Kameras reagieren. Als Vergleich, jetzt filmt mich mal die Sony A7 IV hier in meinem Studio und das Ganze dann mit dem Sigma 28 bis 70 2,8. Nur mal so als Vergleich für euch gegenüber der Sony A7S III und natürlich auch für mich, damit ich mal gucken kann, ob das wirklich ein bisschen schärfer ist als bei der A7S III. Wir werden es sehen. Und jetzt schalten wir mal um zur Canon EOS R6 Mark II. Und wiederum für euch als Vergleich, das ist das Studiobild aufgenommen mit der Canon R6 Mark II und ich finde auch schon im Vorschau-Monitor war das zu sehen, dass die Farben einfach wohliger sind. Irgendwie ist es alles wärmer und so ein bisschen im Spielfilm-Look, was mein Studio betrifft. Ich finde es persönlich ein bisschen besser als bei der Sony. Man kann es natürlich bei der Sony im Nachhinein graden und dann ist alles wieder beim Alten. Aber so vom Standardprofil her gefällt mir das Bild von der Canon R6 hier von meinem Studio richtig gut. Zeitrafferaufnahmen erledigt die Canon in HD 180p ohne Ton und Sony macht diese nur bis 120 Bilder pro Sekunde. Also deutlich wieder ein Punkt an die Canon EOS R6 Mark II. Aber nebenbei erwähnt ist mir aufgefallen, dass die geschriebenen Videodateien gegenüber der Sony einen geringeren Speicherbedarf haben, was bei langen Aufnahmen zu kürzeren Übertragungszeiten auf dem PC führt. Lasst mich noch ein paar Worte zu den Menüs der jeweiligen Kameras loswerden. Ich arbeite seit Jahren mit Sony-Kameras, ganz besonders mit der Sony A7S III. Und ich muss sagen, ich habe die Canon angemacht, das Menü angeschaut, die Einstellung getätigt und es ist so, dass sich für mich die Menüstruktur deutlich besser anfühlt und wirklich auch leichter verständlich ist als Sonys ständige Abkürzungen. Einfach zu handhaben. Sony hat mit dem neuen Menü zwar auch einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht, aber für mich da fühlt sich das Canon-Bedienmenü echt klarer und verständlicher an.
Übrigens hatte ich zum ersten Mal eine Canon in der Hand und dafür gibt es dann doch schon mal einen dicken Punkt, dass man dann wirklich so schnell mit dem neuen Menü klarkommt. Weiterhin besteht bei der Canon die Möglichkeit, die Aufnahme schon bis zu 5 Sekunden früher auszulösen, wenn man die Menüeinstellungen hierfür aktiviert. Bei Sony, da geht das Ganze 3 Sekunden früher. Kommen wir mal zu einem weiteren wichtigen Thema und das ist natürlich die Betriebstemperatur und die Überhitzung der Kameras. Ich hatte beide im künstlichen Dschungel, da sind ungefähr Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad und da ging mir die Sony aus. An dieser Stelle ist natürlich noch ganz wichtig zu sagen, dass die Sony A4 schon nach knapp 40 Minuten überhitzt, bei normaler Raumtemperatur von 22 Grad im normalen Modus. Hier ist es wichtig, die Temperatursteuerung im Menü auf Hoch zu setzen und so kannst du dann auch unbeschwert in 4K 30 locker 1 Stunde 45 Minuten durchfilmen, was für mich völlig ausreichend ist. Bei 4K 60p sieht das Ganze schon anders aus. Hier ist bei der Sony schon nach knapp 45 bis 60 Minuten Schluss, was für mich ebenfalls ausreichend ist. Bei Canon ist das Filmen in 4K 30 kein Problem. Du musst nichts im Menü einstellen oder ändern. Sie filmt und filmt und filmt, bis der Akku leer ist und das ist bei 4K 30 auch spätestens bei knapp 2 Stunden soweit. Bei 4K 60, da steht sie der Sony dann auch kaum nach. Mehr als 1 Stunde durchfilmen geht nicht, aber auch in diesem Punkt sind sich beide Kameras sehr ähnlich. Die Akkulaufzeiten sind für beide Kameras wirklich sehr gut. Wenn man normal fotografiert und wenig filmt, dann kommt man hier locker über einen Tag. Bei vielen Videoaufnahmen, da solltest du dir dann doch schon ein zweites Akku mitnehmen, was aber sowieso zur Standardausrüstung im Videobereich gehört. Es sei noch gesagt, dass eine wesentliche Neuerung bei Canon die Falschfarben sind. Diese Funktion wurde bisher nur bei den Cinema-Kameras verwendet. Weiterhin wurde der Autofokus so verbessert, dass jetzt beim Wegfallen der Objekte wie Gesicht im Fokus er nicht mehr automatisch auf den Hintergrund schärft, sondern so bleibt, bis das Objekt wieder im Fokus ist. Kommen wir mal zu den Preisen der beiden Kameras und das ist natürlich auch noch ein wichtiges Kaufargument. Die Sony, die ist schon 1 Jahr alt, was bedeutet, hier gibt es schon einige Angebote. Ich habe die schon gesehen, Body Only ohne Objektiv für 2.500 €, mit der Kit-Optik 2870 3,5 bis 5,6 bei 2.700 €. Ansonsten bei schlechten Verkäufern immer noch 2.800 € vom Preis her. Die Canon R6 Mark II, die kriegst du only mit Body für aktuell zum Verkaufsstart 2.900 €. Dann gibt es natürlich auch noch ein Angebot mit Kit-Objektiv, aber das kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. 24 bis 105 von f4 bis 7,1. Hat zwar einen Autofokus mit drin, ist auch hier, habe ich glaube ich, hier ist das Kit-Objektiv und sieht schön aus, aber bringt natürlich nur was bei richtigen lichtstarken Tagen. Jetzt in meinem Studiobetrieb oder vielleicht für etwas dunklere Aufnahmen, vergiss es. Also das ist nicht so das Optimum und ob man da jetzt sozusagen nochmal einen Extrapreis von über 300 bis 400 € drauflegen muss bei dem Kit, das ist jedem seine eigene Sache. Aber wie gesagt, Body Only für 2.900 €, Body Only für 2.500 €. So wie die Kamera hier in meiner Hand liegt und mit diesem Objektiv und der Body würde ich die sofort kaufen. Canon R6 Mark II würde sofort meine Kamera sein. Ja, das Problem ist natürlich die finanzielle Frage. Du bist bei 2.900 € mit dem Body. Wenn ich jetzt das Originalobjektiv von Canon 2470 2.8 noch dazu kaufen möchte, bin ich bei 2.500 €, zusammengerechnet 5.400 € für Kamera und Objektiv. Und für 5.400 € lässt sich für mich das Ganze natürlich nicht rechnen, denn ich kriege ja auch nicht mehr Abonnenten, nur weil ich eine Canon R6 Mark II habe. Das hängt von den Filmen ab und von den verschiedenen Objektiven und wie du deine Filme produzierst. Da kannst du normalerweise auch ein iPhone nehmen, hast ein gutes Thema, kriegst du gute Abonnenten und natürlich auch Klicks und Likes. So, das ist natürlich dann das Thema, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht brauche ich dieses Objektiv ja gar nicht, vielleicht kann ich das Ganze lösen über den Meike-Adapter. Und das ist ein Adapter von
EF auf EFS, der wiederum gleichzeitig einen ND-Filter mit drin hat. Für mich optimal, gerade für Außenaufnahmen. Du musst keinen ND-Filter mehr raufschrauben. Das Problem ist gelöst. Ich habe hier einen Adapter. Ich habe noch ein altes EFS-Objektiv, was ich hier sozusagen anbringen kann. Und damit ist die ganze Geschichte gelöst. Das ist nämlich auch ein gutes Objektiv. Das ist ein EFS 17 bis 55, ebenfalls von der Lichtstärke 2.8. Leider Gottes ist das richtig in die Hose gegangen, weil dieses Objektiv natürlich die alte Generation ist und du hörst noch richtig, wie das arbeitet, wie sozusagen der Autofokus sich einstellt. Teilweise draußen dann bei weiteren Entfernungen reagiert der Autofokus auch nicht mehr so optimal mit der Kamera, aber am Adapter liegt es definitiv nicht, der ist gut, aber wahrscheinlich mit den neueren Kameras wird das Ganze nicht mehr funktionieren, also ist die Idee sozusagen auch nach unten gerutscht und ich kann mir die Canon R6 Mark II natürlich nicht mehr mit diesem Objektiv vorstellen. Gleichzeitig natürlich auch nicht mit diesem Objektiv, weil bei Canon müsst ihr auch wissen, sind die Objektive richtig teuer. Wenn wir das Ganze mal mit Sony vergleichen, sind die Objektive für Sony-Kameras eigentlich immer so 1/3 bis sogar 50% günstiger. Vergleichen wir mal die positiven Dinge beider Kameras miteinander. Bei der Canon ist mir aufgefallen, dass der Display für mich deutlich besser bedienbar ist. Er ist komplett touchfähig. Du kannst mal die ISO, mal die Belichtung und natürlich auch andere Funktionen direkt auf dem Touch-Display einstellen. Kannst du bei der Sony nicht. Hier musst du Rädchen drehen und alles Mögliche. Für manche Fotografen ist das natürlich auch besser. Die mögen das Rädchen zu drehen. Ich mag das relativ schnell. Touchscreen, bam, bam, bam. Dann ist die Canon für mich in der Farbwiedergabe noch ein bisschen besser. Gerade so in Lowlight-Bereichen hebt dieses Profil die Farben deutlicher an. Also der Look ist einfach deutlich wärmer und irgendwie schöner, spielfilmartiger als bei der Sony A7 IV. Bei der Sony ist es wiederum so, dass wenn du die mit auf Reisen nimmst, die natürlich wesentlich kompakter und kleiner ist. Die Objektive sind auch leichter, kompakter und kleiner. Und da ich viel auf Reisen bin und da ich viel unterwegs bin, ist natürlich dieser Faktor auch sehr, sehr interessant für mich, weil einfach das Gewicht eine Rolle spielt, das Handling und diese ganze Kompaktheit. Des Weiteren möchte ich keinen Adapter mitnehmen, um hier HDMI aus dieser Kamera zu bekommen, sondern bevorzuge, wie bei der Sony verbaut, den Full-Size HDMI-Anschluss. Von der Bedienung her gefällt mir dann natürlich die Canon besser und die Canon hat natürlich auch mehr Funktionen irgendwie im Menü verbaut, die einfacher erklärt sind. Bei Sony, da schraubst du dich dann sozusagen durch die ganzen Abkürzungen durch. Das ist nicht so optimal gelöst. Aber wiederum bietet die Canon kaum mehr als die Sony, außer dass sie sozusagen bei 60K keinen Crop-Faktor hat, dass sie bei der Überhitzung etwas besser dasteht und dass sie die besseren Farben bringt und gleichzeitig natürlich auch ein Tick besser im Autofokus ist. Das muss ich auch nochmal sagen. Aber das stört mich nicht, denn meine Studioaufnahmen, meine Kompaktaufnahmen und andere Aufnahmen habe ich bis jetzt auch mit der Sony A7S III gemacht. Die Sony A7 IV ist noch einen Ticken schärfer als die Sony A7S III in der Bildwiedergabe und wie gesagt, hier samplet sie von 6K auf 4K, hier samplet sie von 7K auf 4K und das merkt man dann deutlich im Dynamikumfang. Hier ist die Sony besser als die Canon R6 Mark II. Alles in allem könnte ich als Abschluss sagen, ich würde mir gern die Canon kaufen, es ist mir einfach zu teuer, die Objektive dazu zu erwerben. Ich habe schon in meinem Sony-Universum viel Objektive, ich habe das Rig, ich habe andere Dinge, die sozusagen hier auch komplett raufpassen. Des Weiteren passen natürlich auch meine APS-C-Objektive auf diese Sony-Kamera und deswegen fällt die Kaufentscheidung auf die Sony A7 IV und leider Gottes nicht auf die Canon R6 Mark II. Wenn Geld egal wäre, dann würde ich sagen, komm Canon, ich rüste mein ganzes Sony-System um auf Canon und kaufe mir diese Kamera, denn auch bei der R5 hätte ich jetzt nicht mehr Vorteile, weil ich finde die sogar noch besser als die R5. Hier die R6 Mark II, wer die einfach alles bietet, was ein Filmer glücklich macht. Aber wie gesagt, leider ist Geld nicht egal und ich muss natürlich auch gucken, wie ich sozusagen dann weiterhin meine Brötchen backe und deswegen gibt es die Sony A7 IVS. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen in diese Kaufentscheidung mit reinbringen. Das Video hat euch ein bisschen weitergebracht. Ich konnte euch auch nicht alles erklären. Es gibt noch mehr schöne Funktionen bei beiden Kameras, aber irgendwann platzt ja mal der Kopf und wenn das Video eine Stunde lang wird, dann schaut sich das ebenfalls auch keiner mehr an. Deswegen dachte ich, es ist relativ kompakt für euch und sage danke fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.